Guten Tag und willkommen zum Thema Finite Elemente Simulation von Drehspindeln. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie das dynamische Verhalten einer Drehspindel mit Meshparts berechnen und optimieren können. Durch die Simulation von Drehspindeln können Sie die dynamischen Eigenschaften detailliert erfassen und gezielt optimieren. Dadurch lässt sich die Performance steigern, da Sie Vibrationen und Rattermarken vermeiden können. Nicht zuletzt optimieren Sie auch den Werkzeugverschleiß und die Lebensdauer Ihrer Lager. Der klassische Konstruktion- und Entwicklungsprozess sieht wie folgt aus. Nach der Konstruktion wird in der Regel ein Prototyp hergestellt. Erst im Versuch zeigen sich dann die Eigenschaften der Spindel. Wenn Sie mit den Ergebnissen nicht zufrieden sind, beginnt die Fehlersuche. Anschließend müssen Konstruktionsänderungen durchgeführt werden. Um eine Serienabnahme zu erreichen, müssen Sie die Änderungen dann in Ihren Prototypen einfließen lassen. Der Konstruktionsprozess mit Simulation ermöglicht es Ihnen, die Eigenschaften bereits während der Konzeptphase zu untersuchen, lange bevor Sie auch nur einen Cent in Stahl und Eisen investiert haben. Die Finite-Elemente-Simulation hilft Ihnen, Korrekturschleifen zu vermeiden und schneller am Markt zu sein. Nun zu den Effekten, die Sie bei einer Finite-Elemente-Simulation berücksichtigen können. Die klassischen Punkte sind Eigenfrequenzen und Eigenmoden inklusive rotordynamischer Effekte. Da sich Spindeln im Betrieb erwärmen, können Sie beispielsweise auch die Auswirkungen der thermischen Dehnung auf die Vorspannung berechnen. Hohe statische Belastungen auf die Spindel lassen sich ebenso erfassen wie Lagerbelastungen. Die Berechnung erfolgt in 4 Schritten. Im ersten Schritt wird das Modell in Meshparts aufgebaut. Anschließend wird im zweiten Schritt die Lagervorspannung berechnet. Danach wird in Schritt 3 die modale Berechnung unter Berücksichtigung der Lagervorspannung durchgeführt. Der vierte und letzte Schritt ist schließlich das Erzeugen eines Simulationsberichts. Ich schätze den Zeitaufwand für den Gesamtprozess auf etwa 5 Stunden. Auf dieser Seite zeige ich Ihnen den Modellaufbau in Meshparts. Als erstes importiere ich die vereinfachte Geometrie der Spindel. Die Spindel wird automatisch vernetzt. Anschließend setze ich einen Zwischenring ein. Als nächstes kommen 2 High-Detail-Lager aus der Meshparts-Bibliothek zum Einsatz. Die geometrischen Eigenschaften der Lager wurden vorab in der Meshparts Web-App festgelegt. Hier sehen Sie nochmals das High-Detail-Modell. Damit können Sie nichtlineare Eigenschaften berechnen. Die Modelle sind dabei so weit entwickelt, dass die Rechenzeit trotzdem im Rahmen bleibt. Jetzt füge ich weitere Lager und Zwischenringe aus der Bibliothek ein. Der anschließende Stellring wird ebenso aus der Standardbibliothek entnommen. Nun wird ein Einbau-Synchronmotor der Firma Siemens verwendet. Ein Zylinderrollenlager der Firma INA komplettiert die Spindellagerung. Hier nochmals die Ansicht des Lagers. Jetzt lässt sich mit einigen Einstellungen der Solver für die statische Lösung starten. Das Ergebnis sehen Sie hier. Die Eingabeparameter wurden nun so lange angepasst, bis die spezifizierte Lagervorspannkraft erreicht wird. Im nächsten Schritt lassen sich dann die Eigenfrequenzen unter Berücksichtigung der Vorspannung berechnen. Im Post-Processing sind dann die Ergebnisse zu sehen. Mit dem Report Generator lässt sich nun noch ein Report erzeugen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen die ersten 3 Eigenfrequenzen zeigen. Die erste Eigenfrequenz liegt bei 365 Hz und zeigt eine axiale Schwingung der Spindel. Die zweite Eigenfrequenz ist eine Biegeschwingung bei 595 Hz. Die nächste Eigenfrequenz ist wiederum eine Biegeschwingung bei 1009 Hz. Sie können mit dem Model Superposition Tool in Meshparts auch Frequenzgänge berechnen. Als erstes müssen Sie dazu einen neuen Channel erzeugen. Anschließend wählen Sie die Geometrie und die Freiheitsgrade aus. Mit dem Modell Exportieren-Button können Sie Daten in ein Verzeichnis exportieren und anschließend den Frequenzgang plotten. Als Ergebnis erhalten Sie den Beschleunigungs-Nachgiebigkeitsfrequenzgang für die Drehspindel. Sie sehen die erste Resonanzfrequenz bei 595 Hz, die zweite bei 1009 Hz.
Die dynamischen Eigenschaften sollen nun verbessert werden, indem die ersten beiden Eigenfrequenzen angehoben werden. Durch konstruktive Änderungen kann der hintere Bereich der Drehspindel um 50 mm gekürzt werden. Dadurch verringert sich der Lagerabstand und die Masse der Spindel. Auf der nächsten Seite sehen Sie die Ergebnisse der Optimierung. Wie erwartet wird die erste Resonanzfrequenz durch die Optimierung von 595 Hz auf 638 Hz angehoben. Die zweite Resonanzfrequenz hat nun eine Frequenz von 1165 Hz. Sie sehen, die Optimierung hat funktioniert. Weitere Punkte, die Sie jetzt untersuchen könnten, sind Lagervorspannung, andere Lageranordnung, neue Abmessungen der Spindel etc. Wie ich Ihnen in diesem Beispiel gezeigt habe, kann das dynamische Verhalten von Spindeln mit Meshparts besonders schnell und effizient simuliert werden. Unsere Software bietet dafür folgende Features: umfangreiche Modellbibliothek, baukastenorientierte Arbeitsweise und automatische Reporterzeugung. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Beispiel Ihr Interesse für die Finite-Elemente-Simulation mit Meshparts wecken. Jedenfalls bedanke ich mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss!